Wir können die Elektronik auslesen, die darin gespeicherten Daten auslesen und somit logischerweise das Auto etwas gläsern machen und mehr Einblick bekommen. Wir stecken den Universaladapter in die OBD-Buchse, schalten die Zündung ein, wählen das Fahrzeug in der App aus und verbinden uns mit dem Fahrzeug, gehen über Funktionen auf den Gebrauchtwagencheck und lassen diesen einfach durchlaufen. Das kann je nach Fahrzeug, Baujahr bis zu 10 Minuten dauern. In unserem Fall, relativ modernes Fahrzeug, geht es etwas fixer. Jetzt haben wir hier verschiedenste Datenpunkte, unter anderem die Überprüfung der Steuergeräte auf die Fahrgestellnummer. Soll heißen, die in den Steuergeräten eingetragene Fahrgestellnummer sollte dieser Fahrgestellnummer, die das Auto hier hat, entsprechen. Stimmen diese nicht überein, kann das mehrere Ursachen haben. Die 2 für mich kritischsten Ursachen wären zum einen eine möglicherweise unfachmännische Reparatur mit einem gebrauchten Steuergerät, das im schlechtesten Fall eigentlich gar nicht für dieses Fahrzeug geeignet ist, oder eine bewusste Manipulation. Der zweite Punkt, den die App gefunden hat, sind Kilometerstände. Kilometerstände werden nicht nur im Kombi-Instrument, im allgemeinen Sprachgebrauch auch Tacho genannt, gespeichert, sondern auch in den Steuergeräten, beispielsweise Motorsteuergerät etc. Unsere App vergleicht diese Kilometerstände und es sollte kein Steuergerät mehr Kilometer haben, als es der Tacho anzeigt. Alles andere deutet auf eine bewusste Manipulation hin und wir sollten die Finger von diesem Auto lassen. Ich würde sagen, das gleichen wir direkt mal ab, machen mit dem Innenraum weiter und gehen ans Kombi-Instrument. So. 66.912. Also der von der App ausgelesene höchste Kilometerstand und der Kilometerstand, den das Kombi-Instrument anzeigt, ist der gleiche. In den anderen Steuergeräten sind auch so ziemlich die gleichen Kilometerstände. Es kann durchaus passieren, dass die Kilometerstände sich um ein paar Kilometer unterscheiden, dadurch, dass nicht ständig in Echtzeit eine Synchronisation der Kilometerstände erfolgt. Allerdings, so wie es sein soll, der Kilometerstand, der im Kombi-Instrument angezeigt wird, ist auch der höchste, der überhaupt ausgelesen wird im Fahrzeug. Und das ist ja für uns der relevante, der auch in den Kaufvertrag geschrieben wird, beziehungsweise der uns suggeriert, wie viel Kilometer das Auto hat. Die Spanne sollten normalerweise nur ein paar hundert Kilometer maximal sein, je nachdem, wie viel das Fahrzeug benutzt wurde. Generell empfehle ich beim Gebrauchtwagencheck, wenn man das abgeschlossen hat, auch noch eine Diagnose durchlaufen zu lassen, um zu schauen, hat das Fahrzeug vielleicht noch irgendwelche Fehler, irgendwelche sonstigen Probleme. Den Gebrauchtwagencheck betreffend hat uns die Kali-App sehr weitergeholfen. Wir wissen jetzt, die Kilometerstände sind authentisch im Fahrzeug. Das Fahrzeug ist nicht manipuliert. Was das anbelangt, kann uns schon mal kein Reinfall passieren. Das ist super.